Herzlich willkommen zu unserem neuen Videokurs. Mein Name ist Rudi Ziebart und es geht heute um Intervalle. Um in der Harmonielehre irgendetwas richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass man sich mit den Intervallen gut auskennt. Intervall ist das Verhältnis zweier Töne bezüglich ihrer Tonhöhe. Es gibt Primen, Sekunden, Terzen, Quarten, Quinten, Sechsten, Septimen, Oktaven, Nonen, Dezimen, Undezimen und Duodezimen. So eine Prim habe ich da mal hingeschrieben, die sind gleich. Und da steht jetzt eine Sekunde. Also von C zum D sind es 2 Tonstufen und das ist eine Sekunde. Von C zum E, ich zähle mal, C, D, E, 3 Tonstufen ist eine Terz. Von C zum F sind es 4, ist eine Quarte. Und eine Quarte, spiele ich mal vor, die klingen so. Oder Terzen klingen so. Völlig anders als die Quarten. Sekunden klingen so, als wenn Hühner über die Tastatur laufen. Eine Quinte sind 5 Tonschritte. So klingen Quinten. Sechsten klingen brav. Septimen sind schräg. Oktaven klingen gleich. Beethovens 5. sind zum Beispiel Oktaven. Ja, es gibt dann noch Nonen, Dezimen, Undezime, Duodezime. Also, es geht da um Tonschritte. Nochmal bei der Terz. Ich zähle C, D, E. Sind 3 Tonstufen, also ist es eine Terz. Dann kommt eine Aufgabe 1. Wie heißt die Sekunde dieser Töne? Also vom F heißt die Sekunde natürlich G. Von H, C, von G, A, von G wieder A, von D, E und von C, D. Wie heißt die Terz? F, A, H, D, G, H, G, H, D, F, C, E. Folgende Intervalle sind durch Intervallzahlen zu bezeichnen. 1, 2, ja, das ist eine Sekunde, eine Prime, das ist eine Sekunde, das ist eine Terz, das ist wieder eine Sekunde, das ist eine Terz, Sekunde, das ist eine Terz. Wie heißt die Quarte der in der Aufgabe 1 angegebenen Töne? Die Quarte, wollen die wissen. Also die 4. Tonstufe. Naja, dann schauen wir mal. Die 4. Tonstufe, F, G, A, H. H ist die Quarte zu F. Dann von H wäre es ein E, von G wäre es ein C, da G, C, D, G und da wäre es C, F. Das wären dann lauter Quarten. Dann möchten die Bezeichnung unten haben. Das ist eine Sekunde, das ist eine Terz, auch eine Terz, Terz. Folgeintervalle sind durch Intervallzahlen zu bezeichnen. Also in dem Fall ist es ja eine Sekunde, deswegen 2. Das ist eine 3 für Terz, das ist eine 4. 4, Terz, 4, 3, 4. Wie heißt die Quinte der in der Aufgabe 1 angegebenen Töne? Die Quinte von F ist C. Die Quinte von H ist F.
die Quinte von G ist D, die Quinte von G ist D, die Quinte von D ist A und die Quinte von C ist natürlich G. So, und dann müssten wir da wieder die Intervallzahlen hinschreiben. Das ist eine 5 für Quinte, Quarte, Quarte, also eine 4, Terz, Terz, Sekunde. Und das ist Quarte, Oktave, Terz, Septime, Sechste. In der Musik langt es nicht mit diesen Tonschritten. Es gibt ein Sprichwort in der Musik. Alle Primen, Quarten und Quinten sind rein, der Rest ist groß und klein. Die Intervalle werden nun genauer bestimmt. Zum Beispiel von C zum D, das ist die erste Stufe, das ist die zweite Stufe und es hatte jetzt, wie viele Halbtonschritte wird da gefragt. Also von die erste dann nicht mitzählen, Cis und D hat 2 Halbtonschritte und ist dann eine reine Quarte. Bei der Terz, da war es so, dass wir die dritte Tonstufe gezählt haben, C, D, E. Jetzt muss man aber die Halbtonschritte berücksichtigen und dann C nicht mitzählen, Cis, D, Dis, E. Die hat 4 Halbtonschritte, aber 3 Tonstufen. Und das ist also eine große Terz. Eine reine Quarte hat dann wie viel Halbtonschritte? Cis, D, Dis, E, F, 5 Halbtonschritte und ist eine reine Quarte. Eine reine Quinte hat 7 Halbtonschritte, eine reine Sechste hat Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, A, ist 9 Halbtonschritte. Eine große Septime hat 11 Halbtonschritte. Eine reine Oktave hat übrigens 12 Halbtonschritte. Ja. Hier nochmal zur Erinnerung, eine Prime ist rein, eine Sekunde ist groß oder klein oder auch übermäßig. Eine Terz kann groß oder klein sein, das wird später mal wichtig sein, um Dur und Moll zu unterscheiden. Quarte ist rein, vermindert oder übermäßig, Quinte ist rein, vermindert übermäßig, Sechste kann groß oder klein sein, Septime ist groß, klein oder vermindert und die Oktave ist rein. Jetzt schauen wir mal weiter. Hier sind Septimen aufgeschrieben. Von C zum B ist es eine kleine Septime. Von C zu einem Hesses, das ist ja dann doch ein A ist es vermindert. Jetzt könnte man sagen, warum schreiben wir nicht gleich C und A hin? Ja, dann ist es ja eine Sechste. Aber die wollen da eine verminderte Septime. Und deswegen muss man da ein Doppel-B setzen, dass es eben ein Hesses wird. Ja, und wenn es groß ist, dann ist es sogar ein H. CH. Ich spiele es mal. CH. Klingt mit anderen Tönen so. Aber eine kleine Septime, die klingt dissonant und schräg. Und eine verminderte, die klingt dann eher so. Ja. Folgende Quinten sind hinsichtlich ihrer Größe zu bezeichnen. Also rein, übermäßig oder vermindert. Von H zum E, A zum E, ist eine ganz normale reine Quinte. Vom D zum A ist, da oben, das ist natürlich eine übermäßige Quinte. Von E zum B ist eine verminderte Quinte. Vom S zum H vom S zum H
Entschuldigung, vom S zum H ist eine übermäßige Quinte. Vom Gis zum D ist eine übermäßige Quinte, verminderte Quinte. Vom A zum S ist eine verminderte Quinte. Ein Doppelkreuz ist ein Physis, ist also ein G, G und Cis. Eine verminderte Quinte. Vom D, des zu einem Asses, verminderte Quinte. Vom G zum Dis ist eine übermäßige Quinte. Vom B zum F ist eine reine Quinte. Von Fis zum C ist eine verminderte Quinte. Und vom G zum D, des auch eine verminderte Quinte. Ja, wie gesagt, das X ist ein Doppelkreuz und das ist ein Doppel B. Das wird halt dann zweimal erniedrigt. Das ist dann ein Assas. Ein Assas ist ein G und ein Physis ist ein G. Folgende Terzen sind hinsichtlich ihrer Größe zu bezeichnen. Vom F zum A sind es natürlich 3 Halbtonschritte, 3 Tonstufen, Entschuldigung, aber 4 Halbtonschritte. Fis, G, Gis, A und ist eine große Terz. Von B zum Des ist eine kleine Terz, von E zum Gis ist eine große Terz, hat 4 Halbtonschritte, von Des zum F, große Terz, von, das ist was kompliziert, von Ges zum Assas ist eine kleine Terz. Von C zum S ist eine kleine Terz und vom Gis zum H ist eine große Terz. Und von E zum G ist eine kleine Terz. Folgende Septimen sind hinsichtlich ihrer Größe zu bezeichnen. Ja, von F zum S ist natürlich eine kleine Septime, die klingt schräg. Von C zum H, dissonant wollte ich sagen, ist eine große Septime. Vom H zum A ist auch eine große Septime. Vom D zum Ces ist eine verminderte Septime. Und dann vom E zum D ist natürlich eine kleine Septime und vom A zum Gis ist eine große Septime. Vom Fis zum S verminderte Septime. Vom B zum As ist kleine Septime. Von S zum D große Septime. C zum B kleine Septime. Vom As zum Gesses kleine Septime, verminderte Septime. Vom Fis zu am Eissis ist bei mir eine Oktave, große Septime. So, dann gehen wir mal weiter. Folgende Intervalle sind in ihrer Größe nach zu bezeichnen.
Vom F zum Cis ist eine übermäßige Quinte. Vom Des zum F ist eine große Terz, also G3. Von A zum Gis große Septime. Von G zum Des verminderte Quinte. Vom As zum Ces kleine Terz. Vom Fis zum S kleine Septime, verminderte Septime. Und dann haben wir da ein Dis und ein Gis, ein Fissis, das ist eine große Terz. Was kompliziert. Dann von D zum As, verminderte Quinte, von G zum F, kleine Septime, übermäßige Quinte, von Gis zum Dissis, übermäßige Quinte, von S zum Des, kleine Septime. Wie heißt die große Terz von E? Die große Terz von E muss dann ein Gis sein. Es müssen 4 Halbtonschritte sein und nicht G. G würde 3 Halbtonschritte sein und würde eine kleine Terz sein. Eine große Terz, also E, Gis. Dann eine große Terz von Cis. Das würde dann E ist sein. E ist ein F. Eine große Terz von As muss dann C sein. Eine große Terz von F ist natürlich A. Eine große Terz von D. Des ist F. Von H eine große Terz. Nicht D, sondern Dis. Muss eine große sein. Und von Gis eine große Terz. Kein H, sondern eben schon ein C. Gis und beziehungsweise H ist dann. Ja, Gis und H ist eine große Terz. Bei Gis-Dur dann zum Beispiel. So, kommt noch was? Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.